Hi, ich habe mir einen 3D-Drucker gekauft, um Geld zu sparen. Hat das geklappt? Zeit für eine Analyse nach ein paar Monaten. Willkommen bei Toolsinnig. Man kennt es aus allen Bastelbereichen, aber ich denke, besonders bei Holzarbeiten gibt es unzählige kleine praktische Helfer, Schablonen, Adapter, mit denen man schneller oder genauer zum Ziel kommt. Etliche davon sind auch in der Kaufversion 3D gedruckt, also warum nicht gleich selber machen? Kapitel 1: 3D-Modelle und CAD-Programme. Die erste Hürde für mich war das Thema 3D-Konstruktion. Ich habe zwar ab und zu mal einfache Sachen in Blender visualisiert, hatte aber schon Respekt davor, etwas selbst zu konstruieren und das dann einem Automaten für die Herstellung zu füttern. In meiner Recherche dazu hat sich aber schnell gezeigt, dass auch die kostenlosen Programme wesentlich intuitiver geworden sind, als ich das aus der Vergangenheit kannte. Noch viel wichtiger war aber die Erkenntnis, dass es mittlerweile viele Communities gibt, die ihre Modelle kostenlos zur Verfügung stellen und vor allem, dass es kaum was gibt, das es nicht gibt. Als Anfänger hatte ich mich erstmal in dem Kosmos des Druckerherstellers bewegt und etwas später auch Modelle von Seiten heruntergeladen, die allgemeine Druck- und Einstellungsprofile verwendet haben, die jetzt nicht exakt auf meinen Drucker abgestimmt waren. Natürlich muss man sich ein bisschen damit befassen, wie mit jedem anderen Werkzeug auch, aber meine Befürchtung, dass ich da schnell überfordert bin oder erst mal ein, 2 Semester belegen muss, war völlig unbegründet. Man kann zumindest mit dem Gerät, das ich mir ausgesucht habe und schließlich auch gekauft habe, buchstäblich sofort loslegen. Meine Investition belief sich auf 210 Euro. 189 Euro für den Drucker, 15 für ein Kilo Standard PLA-Filament und 6 Euro Versand. Auf das Filament gehe ich gleich noch genauer ein und das Thema Versandkosten wird in der Endabrechnung noch wichtig. Meine ersten Drucke waren ein paar Dinge für den Haushalt und natürlich die Werkstatt. Teils selbst konstruiert, teils heruntergeladen. Ich kann reinen Gewissens sagen, dass sich für mich da völlig neue Welten eröffnet haben. Kapitel 2: Filament und Material. Beim Thema Filament hat sich mir die Frage nach Plastikmüll aufgedrängt. Für die, die das Thema nicht interessiert oder sogar nervt, habe ich Kapitel angelegt. Überspring das gerne, wenn du möchtest. Wie erwähnt, hatte ich, bis ich vor ungefähr einem Jahr wieder angefangen habe, über 3D-Druck nachzudenken, keine Ahnung. Ich habe dann aber schnell herausgefunden, dass eines der am häufigsten verwendeten Materialien, Polyactit oder kurz PLA, aus Maisstärke hergestellt wird, also aus einer meiner Lieblingsgrillbeilagen. Das hat mich ehrlich überrascht. Für mich klang das erstmal super giftig. Yes, science! Die erste Rolle, die ich für den Einstieg mitbestellt habe, besteht noch dazu aus 50% recycelten PLA. Ohne direkt vergleichen zu können, kann ich aber sagen, dass ich keinerlei Probleme festgestellt habe. Recyclingmaterial hat in vielen Bereichen ja gerne mal einen schlechten Ruf, der zum größten Teil aber absolut unbegründet ist. Es entwickeln sich ja auch hier Methoden und Technologien weiter und führen zu wesentlich besseren Produkten als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Man muss sich auch nichts vormachen. Der Gockel der neu produzierten Materialien steht auch einfach weiter oben auf dem Misthaufen und kräht lauter. Kapitel 3: Der Faktor Zeit. Genau wie CNC-Maschinen, Lasercutter und Co. sind auch 3D-Drucker Werkzeuge, die nicht unbedingt Aufmerksamkeit erfordern, während sie tun, was man ihnen sagt. Bei mir hat bisher alles völlig ohne Probleme geklappt. Naja, fast alles. Tee. Earl Grey. Heiß. Na los, mach was. Ich meine, es ging auf jeden Fall bisher nicht schief, weil ich nicht zugeschaut und überwacht habe. Es gibt bei unserem Hobby natürlich auch Tätigkeiten, die entweder weniger Spaß machen als andere, wer da direkt an Schleifen denkt, bitte gleich ein Like dalassen, oder bei denen man sozusagen Effizienz über den persönlichen Anspruch an handwerkliches Herangehen stellt. Die Grenzen sind da sicher schwimmend und jeder wird das ein bisschen anders sehen als der oder die Nächste. Ich finde es schon ziemlich cool, wenn man zum Beispiel ein Teil für den nächsten Arbeitsschritt braucht oder irgendein Jiggy-Dings ausprobieren will und es liegt fertig auf dem Druckbett, wenn man vom Einkaufen zurückkommt. Das Ganze noch in der Genauigkeit einer 3D-Zeichnung, also im Hundertstelbereich. Kapitel 4: Habe ich nun damit Geld sparen können? Ich liste hier jetzt mal alle Werkstattutensilien, die ich bis zum Zeitpunkt des Video-Uploads, statt sie mir zu kaufen, mit dem 3D-Drucker selbst hergestellt habe. Natürlich maße ich mir nicht an, dass die gedruckten Sachen mit Präzisionswerkzeugen renommierter Hersteller mithalten können. Die Preisvergleiche ziehe ich darum mit Produkten aus dem oberen Low-Budget-Segment. Eine größere Auflageplatte für die Handfräse, ein Halter für meinen Schleifer, ein Absaugadapter für selbigen, ein Blastgate für die Absaugung, 2 Adapter von Schläuchen auf HT-Rohre, eine Erweiterung für eine Schieblehre, 4 kleine Eckzwingen und einen einfachen Zimmermannswinkel.
Zugegeben, der Zimmermannswinkel ist wirklich kein gutes Messwerkzeug, aber ich hatte bisher gar nichts, um mal eben einen 45-Grad-Winkel zu markieren. Wenn ich den häufiger nutze, wird den sicher mal ein Industrieprodukt ersetzen und der gedruckte wird dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt. Gekauft hätten mich die Teile inklusive Versand ungefähr 171 Euro. Ist jetzt nicht wenig. Die reinen Produktionskosten mit dem 3D-Drucker belaufen sich auf 6,30 Euro für knapp 390 Gramm Filament und großzügig gerechneten 4,50 Euro Stromverbrauch bei 100 Watt über knapp 18 Stunden Betriebszeit des Druckers. 171 zu 1080 ist schon bemerkenswert, das sind 93% weniger. Rein mit den Dingen für die Werkstatt hat sich der Drucker also noch nicht amortisiert, auch wenn das wirklich nur eine Frage der Zeit ist. Ich habe mir aber auch einiges an Zubehör und Halter für die Filmerei hergestellt und da wird's nochmal richtig interessant. Du hast sicher schon bemerkt, wie wichtig mir das Cynic in Toolcynic ist. In der Playlist, die ich dir am Ende des Videos verlinke, findest du alle Videos zu diesem Thema. All das hätte gekauft ca. 81 Euro mit Versand gekostet. Ein Selfie-Stick, eine Stativschraube, ein Handyhalter, Adapter, Stativ zu Kamerahalter und der Kamerahalter selbst. Die Produktionskosten liegen bei 1,52 Euro. Das ist mit 98% weniger schon eine echte Hausnummer. Und die Teile funktionieren auf keinen Fall schlechter als die gekauften. Außer 2 Spielereien mit meinem Logo habe ich weder Tant noch Tinnef gedruckt. Damit will ich nicht sagen, dass netter Krimskrams und Figürchen keine Daseinsberechtigung haben, aber das ist halt nicht meins. Unterm Strich stehen 253 Euro für die Sachen, wenn ich sie gekauft hätte, gegen 208 Euro für den Drucker, verbrauchtes Filament und Strom. Also ja, mein Drucker hat mir bisher 50 Euro gespart und sich quasi selbst bezahlt. Rechts findest du die Playlist, die ich vorhin erwähnt habe, links die mit meinen Werkstatt-Upgrades, da gibt's auch bald weitere Videos. Oder sieh dich einfach auf meinem Kanal um und entscheide, ob du per Abo und Glocke künftig benachrichtigt werden willst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.